Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Ich bin schon wieder in meinen Kommentaren gefragt worden, ob ich nicht mal zeigen kann, wie ich denn meine Acrylic Pouring Farben anmische. Da habe ich mir gedacht, okay, es steht zwar in den meisten Videos in der Beschreibung, aber anscheinend ist das nicht ausreichend. Also mache ich das gerne für euch. Und zwar habe ich mir die Neon Reflexfarbe von Amsterdam ausgesucht in Orange und mische das mit euch zusammen gerne mal gemeinsam an. Und dann gucken wir uns an, warum ich das Ganze in die Quetschflasche abfülle. Okay, ich hoffe, das Video hilft dir weiter. Gib mir gerne ein Like und wir sehen uns gleich. Schön, dass du dabei bist. Um meine Acrylfarben anzumischen, brauche ich außer der Farbe ein Pouring-Medium, Wasser, eine Haushaltswaage, einen leeren Plastikbecher, ein Holzstäbchen und eine leere Quetschflasche. Meine Mixtur besteht aus einem Teil Acrylfarbe, einem Teil Wasser und einem Teil Pouring Medium. Ich mische immer ca. 60 Gramm von jeder Zutat in einem 0,2 Liter großen nahtlosen Plastikbecher an, weil 180 Gramm fertig gemischte Farbe gut dort hineinpassen. Im Video treffe ich die Menge Wasser nicht ganz genau, weil ich aufgrund des Filmens meine linke Hand benutze und ich Rechtshänderin bin. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das Mischen per Hand dauert ein wenig und deshalb läuft das Video momentan schneller ab. Jetzt ziehe ich das Holzstäbchen aus der Farbe, um mal zu kontrollieren, wie die Mischung bisher so gelungen ist. Bislang tropft die Farbe nur, das heißt, dass sie noch nicht gut durchgemischt ist. Beim zweiten Mal kannst du sehen, dass die Farbe schon besser gemischt ist, sie aber dennoch abreißt. Das bedeutet, dass ich weiter rühren muss. Beim dritten Mal kann ich erkennen, dass ich zwar noch rühren muss, Wasser und Farbe sich aber schon gut vermischt haben. Jetzt, beim vierten Mal, fließt die Mischung wie flüssiger Honig vom Holzstäbchen. Genau so soll die Mischung sein. Wenn der Becher auf die Waage gestellt wird, drücke ich einmal auf den Tara-Knopf. Jetzt messe ich mit Hilfe der Waage noch das Pouring-Medium ab. Das ist bei mir auch in einer Quetschflasche, weil ich es besser dosieren kann. Jetzt kommen ca. 60 Gramm Pouring-Medium dazu. Und auch das wird vermischt. Dieser Vorgang dauert nicht mehr so lang wie der vorherige. Die angemischte Farbe fließt jetzt wie flüssiger Honig vom Holzstäbchen. Mit dem Tesa Crepe beschrifte ich eine leere Quetschflasche und auch der Becher bekommt eine Beschriftung, weil ich möglichst oft den Becher und die Quetschflasche nutzen möchte. Es soll meiner Meinung nach nicht so viel Müll bei dem Acrylic Pouring entstehen. Jetzt fülle ich meine flüssige Acrylfarbe vom Becher in die Quetschflasche um. Bevor ich den Schraubverschluss aufsetze, säubere ich die Flasche kurz mit einem Krepppapier. Vielen lieben Dank, dass du dir mein Video angesehen hast. Schreibe mir gerne, wie du das Tutorial gefunden hast. Und abonniere kostenlos meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag.